Guten Abend. Oh, Sie erinnern sich. Edith Van Hopper, Park Avenue, New York. Was setzen Sie sich doch, Und der Kellner soll noch eine Tasse bringen. Mr. Winter wird seinen Kaffee mit uns einnehmen. Ich muss Ihnen leider widersprechen. Oh. Sie beide werden Ihren Kaffee mit mir einnehmen. Ich habe Sie sofort erkannt, Mr. Winter. Was für eine angenehme Überraschung. Ich dachte, Sie sind um diese Zeit in Manderley, Ihrem verwunschenen Schloss in Cornwall. Manderley ist schön. Ja. Aber nicht so sonnig. Ja, das Wetter ist gut in Monte. Allerdings ist momentan hier wenig los. Ich langweile mich grässlich. Aber jetzt habe ich ja Sie getroffen. Gemeinsam werden wir das Beste draus machen. Und wie gefällt Ihnen Monte Carlo? Naja, ich finde es irgendwie unwirklich. Sie ist verwöhnt, Mr. Winter. Die meisten Mädchen in Ihrem Alter würden ihr Augenlicht dafür geben, einmal Monte zu sehen. Ich denke, das wäre der Sache nicht sehr dienlich. Nein. Ja, da hat Ihr Butler schon Ihre Sachen ausgepackt. Ich habe keinen Butler, aber vielleicht macht es Ihnen Spaß, Ja. mir zu helfen. Ich? Sie scherzen. Vielleicht könntest du dir Mr. Winter zur Hand gehen. Vorauspacken kannst du ja. Ein charmantes Angebot, doch mein Motto heißt, selbst ist der Mann. Ja. Es war mir ein Vergnügen. Meine Dame. Theater, dieser Abgang. Die Fürchte, mein Kind. Du hast ihn vertrieben. Deine vorlaute Antwort war sehr peinlich, mein Kind. Du hast ihn verärgert. Das war nicht meine Absicht. Du hast die Unterhaltung auf dich gelenkt. Und mich und dich blamiert. Ich traf noch keinen Mann wie ihn, so seltsam, so geheimnisvoll. Ich hoffe, ich sehe ihn wieder. Du hast nicht sein Niveau, mein Kind. Du bist niemals eine Lady, weil dir jede Klasse fehlt. Du wirst immer eine kleine, unscheinbare, scheue, graue Maus sein. So sehr ich mich auch plage. Es ist sinnlos, was ich sage. Es fehlt dir die Nonchalance darin, die Kontenance und Elegance. Nicht die geringste Chance, Darling. Aus dir wird keine Lady. Das steht fest. Und jetzt komm, hier geht es miserabel. Ich glaube, ich kriege keine Grippe. Ich werde morgen im Bett bleiben. Das wird mir dann Ist das Licht bitte wo? Mr. Winter an dem Tisch davor. Der Winter hält mit der Tat. Zweifellos. Winter denkt reicher Ahnenspaß. Er lebt in einem Schloss. Dummer Kerl, bitte wie? Es ist tragisch, ja, ich las davon. Er kam ihm Christmas wie letztes Jahr. Bitte schön, Bitte was? wovon reden Sie? Er stand in der Zeitung. Was? Ihr verlor unerwartet seine Frau. Rebecca, welch ein Schlag. Jeder sah, der Mann vergötterte Rebecca. Guten Morgen. Wie geht es, Mrs. Farnhopper? Sie hat Halsschmerzen, die übliche Grippe, denke ich. Bitte sehr, Mademoiselle. Oh, Entschuldigung. Das macht doch nichts. Lassen Sie das und legen Sie hier noch ein Gedeck auf. Mademoiselle will mit mir frühstücken. Nein, das geht doch nicht. Wollen Sie dran, lassen Sie Schluss sitzen. Das macht mir nichts aus. Wirklich nicht. Du bist vollkommen sicher. Ich wollte Sie ohnehin bitten, sich zu mir zu setzen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie müssen mir verzeihen, ich war wohl ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Mir schien jedes Mrs. Van Meine Hopper. Freundin, Ich bin angestellt bei ihr als Gesellschafterin. Dafür zahlt sie mir 90 Pfund im Jahr. ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen kann. Was soll ich tun? Ich brauche sie. Haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Sie sind alle gestorben.
Waren Sie schon einmal in den Bergen? Nein, Man hat eine fantastische Aussicht von dort. Mrs. Fenhofer geht keinen Schritt aus dem Hotel. Na, dann vergessen wir doch das hier. Wir können hier irgendwo einkehren. Ja. Ach, was wollen Sie was zum Überziehen? Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das sein? Geht das an? Ist er freundlich? Wonach wartet er? Das ist doch nicht für sein Büro. Taylor Stopp. Interessant. Hab ich richtig gehört. Er macht heute einen Ausflug hier. Warum nicht? Allerhand. Kaum zu glauben. Ist der Mann der Blind? Sie ist nur ein Kind. Ein Kommissik. Er sucht Trost. Sieg und Tanz. Es gehört sich nicht. Ja, das ist etwas von Gewinn. Er verlor und er stürzt sich. Seine Frau beendet hat welch ein Schlag. Es ist klar, dass er noch trauert ohne Retter. Die Aussicht ist atemberaubend, der Sonnenglanz, das blaue Meer, die weißen Punkte dort segeln im Wind, Millionen tief unter mir. Ist er Wind? Ist er Wind? Der Wind ist kalt. Ich warte im Wagen auf Sie. Verzeihen Sie mir. Eine dunkle Erinnerung. Sie sind sehr unglücklich, Mr. Wind. Nennen Sie mich Max. So nennen mich alle meine Freunde. Sie zeichnen wirklich gut. Sie haben Talent. Das habe ich von meinem Vater. Er war Künstler. Ja, Maler. Seine Zeit weit voraus. Er fehlt Ihnen wohl sehr. Er war ein wunderbarer Mensch. Mir scheint, wir beide haben etwas gemeinsam, Sie und ich. Wir stehen beide allein in der Welt. Ja, das Bild ist fertig. Für mich. Als kleines Dankeschön für jede Stunde mit Ihnen. Durch Sie habe ich erfahren, wie schön ein Augenblick sein kann. Ich möchte die Tage aufbewahren, verschließen in einem Flakon, wie ein kostbares Parfum. Wir reisen morgen ab. Dieses alte Europa macht mich krank. Ich muss wieder zurück nach New York. Schon morgen? Ich werde nicht schlau aus der Kind. Ich dachte, du machst dir nicht das runter. Ich habe mich daran gewöhnt. Woran wartest du? Fang an zu backen. Aber Mrs. Fenhofer ist... Na komm. Hallo, Rezeption. Verbinden Sie mich mit Mrs. DeWintes Zimmer. Sind Sie sicher? Sie bekommen Sie. Liebe
deine Hand mich fest. Du hast mich angesehen, sanft mein Haar berührt. Ich wünsche mir, ich würde wissen, wie Erinnerung lebendig bleibt, wie man den Augenblick, in dem das Schweigen sank, vor dem Vergehen bewahrt. Ich wollte, ich wüsst, wie man Zeit in eine Flasche füllt, dann müsst ich sie nur öffnen und schon wär alles wieder so, wie es war. Ich sah ins Blau mit dem Fahrtwind in den Haaren und hab mir ausgemalt, wie schön es wär. Könnt ich dir geben, was dir fehlt, und du hast wohl geahnt, woran ich denke. Du hast gesagt, ich mag dich, wie du bist. Barfuß gingen wir am Strand, Sonnenstrahlen tanzten auf dem Meer. Du hast mich angesehen, als ob du Hilfe brauchst. Dann hast du mich geküsst. Ich wünsche mir, ich würde wissen, wie man festhält, was nicht greifbar ist. Den Zauber eines Blicks, die Wahrheit eines Traums, das Wunder des Verstehens. Denn würde ich wissen, wie man Glück in eine Flasche füllt, müsst ich sie nur öffnen und schon wär jeder Moment wieder wahr. Mir war ja von Anfang klar, dass es nicht dauern kann, und doch gibt es nichts zu bereuen. Jedes Bild, jedes Wort lebt in mir fort. Ich wünsche mir, ich würde wissen, wie Erinnerung lebendig bleibt, wie man den Augenblick, in dem die Sehnsucht starb, vor dem Vergehen bewahrt. Und lass ich mich verlieren, fehle mir nichts ganz so schön. Liebe mir die Zeit in eine Flasche, die Zeit, die ich hatte mit Wir müssen noch. Oh, Mr. De Winter. Was für eine unerwartete Freude. Sie sind gekommen, um mir Adieu zu sagen. Oh, wie nett von Ihnen. Um ehrlich zu sein, wollte ich Ihnen nur mitteilen. Ja, Ihre Gesellschafterin wird Sie nicht nach New York begleiten können. wieso? Wir heiraten. Ja. Was? Wie bitte? Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Grüßen Sie New York von uns. Und ich lasse inzwischen dein Gepäck in meine Suite. Offenbar habe ich Sie unterschätzt. Oh, weiß Gott. Stille Wasser sind tief. Oh, Tennisstunde. Dass ich nicht lache. Du hast mich hintergangen. Dass Sie das denken, Mrs. Swan, tut mir leid. Sollte es dir
Anweisung von Mrs. Danvers, Sir. Keine Sorge, es dauert nicht lang. Willkommen, Max. Frank. Oh, das ist Frank Crowley, der Verwalter von Mandalay. Und mein bester Freund. Guten Abend, Mrs. DeWitt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Freut mich, Mr. Crowley. Frank. Guten Abend. Sie sind neu, nicht wahr? Mrs. Rutherford, wie geht es Ihnen? Danke, Gunther. Schön, dass Sie wieder hier sind. Das ist meine Frau. Mrs. De Winter. Schön, Sie alle wiederzusehen. Willkommen zu Hause, Mr. De Winter. Danke, Robert. Das ist unsere Haushälterin, Mrs. Danvers. Ich werde Clarice bitten, Ihnen zur Hand zu gehen, solange Ihr Mädchen noch nicht da ist. Ich habe kein Mädchen. So, Mrs. De Winter ist müde. Ist Ihr Zimmer hergerichtet? jawohl, Mr. De Winter, wie von Ihnen gewünscht. Die Gäste-Suite im Ostflügel wurde renoviert. Die Räume über dem Rosengarten, jeweils ein Schlaf- und Ankleidezimmer für Sie und die gnädige Frau. Dann führen Sie sie doch hinauf. Ich sehe dich da beim Abendessen. Frank. Madam.
hier beschäftigt, also schaue ich mich ein wenig um. Das ist das Morgenzimmer. Hier hat Mrs. de Winter nach dem Frühstück ihre Korrespondenz und ihre Telefonate erledigt. Das ist Ihr Sekretär. Ihr Gästebuch, Ihr Briefpapier und in der Schublade hier Ihr Telefonbuch, Ihre Visitenkarten und Ihr Kalender. Rebecca de Winter. Das ist Ihr Amor, der Gott der Liebe. Mrs. de Winter mochte die kleine Skulptur sehr gern. Sie sind wohl schon sehr lange auf Mannerley. Ich kam mit Mrs. de Winter hierher, als sie heiratete. Ich war immer für sie da, seit ihrer Kindheit. Die Vorbereitung meiner Ankunft hat Ihnen sicher viel Arbeit gemacht. Ich habe lediglich Mr. de Winters Anweisungen ausgeführt. Ich hoffe, wir werden Freunde. Und was den Haushalt angeht, so überlasse ich alles Ihnen. Machen Sie alles wie bisher. Wie Sie wünschen, Madame. Falls Sie noch etwas brauchen, das ist das Haustelefon. Ich nehme an, Sie wollen jetzt Ihre Briefe schreiben. Meine Briefe? Ist mein Bruder. Ihr Bruder ist im Büro von Mr. Crawley, Madame. Und meine neue Schwägerin? Ja, die wollen wir sehen. Im Morgenzimmer, Madame. Hallo! Eine Madame aus Frankreich also. Oh la la. Sie kommen aus Yorkshire Giants. Ja, aber immerhin hat es in Frankreich kennengelernt. Vermutlich eine Montaigne schön. Und woher willst du denn das wissen, Giants? Ich habe nur Sie mit meinen nächtlichen Brusttoren. Hallo. Da sind Sie da. Ich meine natürlich, du bist. Entschuldigung, dass wir so eindringen. Ich bin Maxins Schwester Beatrice und das ist Giles, mein Mann. Herzlich willkommen auf Mannerley. Guten Tag. Ach, nenn mich einfach Bee. Haben Sie jetzt gerade mit? Lassen wir doch die Förmlichkeiten. Na, wir sind doch jetzt verwandt. Wenn zwei sich finden, suchen sie nur Zweisamkeit und Harmonie. Sie trauen sich, darum lassen sie sich trauen. Es gibt nichts, was sie trennen kann. Doch kaum hast du Ja gesagt und schlingen dich gratis und ungefragt Familien, Banden, der ganze Clan von deinem Mann. Man heiratet auch die Verwandten mit. Wie mag ich die Onkel und Tanten mit? Ob Ostern, Weihnachten, Herbst oder Mai, die lieben Verwandten sind immer dabei. Dein Schwager macht manch derben Schatz. Jedoch er hat ein goldenes Herz. Familien, Banden, Fahnen nach Wien. Geduld, ich hab nun mal einen besonderen Humor. Das kommt leider in den besten Familien vor. Ich wollte immer eine Schwester wie dich. Dass du jetzt da bist, ist ein großes Glück für mich. Auch für mich. Und mich. Verwandte bekommt man sonst dazu. Man küsst und umarmt sich und ist der Du. Der liebe Verwandte gibt kein Tabu. Und war wie bisher auch gar nicht bekannt. Wir zwischen uns sehr Familienschatz. Wir sind uns auf sein verwandt und stets dabei. Dabei. Schachmatt. Nein. Doch, du hast verloren, es tut mir leid. Verflixt, ich hab dich unterschätzt. Und? Was kriegt die Siegerin? Bist du glücklich? Kannst du mich immer noch ertragen? Ich bin schwierig
hungrig, es lebt sich nicht sehr leicht mit mir. Das ist Unsinn, schau, was dir meine Augen sagen. Ich lieb dich, Maxim, ich möchte niemals fort von dir. Bist du glücklich? Ich hab noch so viel zu lernen. Manchmal denk ich, dass ich dich dauernd nur blamier. Du bist jung, du hast bestimmt oft Langeweile. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich fehlt dir vieles viel. Ich habe doch alles, was ich brauche. Was sollte mir denn fehlen? Ausflüge, Strandpartys, Nein. Freundinnen, Tanzfeste, Einladungen. Alles, was man in deinem Alter halt so macht. Beatrice hat mir erzählt, dass es auf Mandalay jedes Jahr einen Kostümball gab. Lass uns die Tradition fortsetzen. Ein Maskenball, das fände ich lustig. Ich weiß nicht. Aber es würde dir gut tun. Bitte, Maxim, sag ja. Du musst dich auch um gar nichts kümmern. Ich hätte endlich eine Aufgabe. Na gut. Wenn du es gar so gern willst, du bekommst dein Kostüm. Oh, danke, Maxim, du bist ein Schatz. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Was gibt es, Mrs. Danvers? Es geht um den Amor, Sir, die Porzellanfigur auf dem Sekretär im Morgenzimmer. Ich fürchte, sie wurde gestohlen. Jedenfalls ist sie verschwunden. Ich habe Robert ins Verhör genommen, aber er schwört, er habe nichts damit zu tun. Und warum behelligen Sie mich damit? Der Amor ist die Lieblingsfigur von Mrs. de Winter, Sir. Meißner Porzellan, das wertvollste Stück im Morgenzimmer. Wie schrecklich. So schlimm ist das auch wieder nicht. Im Übrigen, Liebes. Maxim, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Ich bin schuld. Ich habe den Amor zerbrochen. Du? Warum zum Teufel sagst du das erst jetzt? Ich wollte mir die Figur ansehen. Und da ist sie mir aus der Hand gerutscht. Sie hören es, Mrs. Danvers. Mrs. de Winter hat die Figur zerbrochen und vergessen, es zu erwähnen. Es tut mir sehr leid. Was haben Sie mit den Scherben gemacht, wenn ich fragen darf? Sie sind im Sekretär. Ganz hinten in der rechten Schublade. Wahrscheinlich hat meine Frau befürchtet, Sie würden sie verhaften und einsperren, Mrs. Danvers. Selbstverständlich werde ich mich bei Robert entschuldigen, Sir. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Madame war, die den Amor zerbrochen hat. Gut. Jetzt wissen Sie es. Ich hoffe, man kann die Figur wiederherstellen. Die Angelegenheit ist höchst bedauerlich. Im Morgenzimmer ist bisher noch nie etwas zu Bruch gegangen. Es reicht, Mrs. Danvers, Sie können gehen. Bist du böse? Es tut mir leid, es war ein Fehler. Erst die Scherben und dann, dass ich nicht drüber sprach. Ach, vergiss es. Was interessiert mich dieser Nippes? Gib mir, Maxim. Du reagierst oft wie ein Kind. Ja, das weiß ich. Ich hoffe nur, dass ich dir nicht schade. Wie schade. Wie? Naja, die Leute tratschen gern. Tratschen gern. Was zum Teufel weißt du von Gerüchten und Tratsch? Ja, nichts, ich meine nicht. Warum hörst du auf Rederei? Mit wem hast du gesprochen? Mit keiner. Wie weißt du dann von dem Geschwätz? Was macht dich so zornig?
ich nur glauben, dass ich sie vergessen kann. Ich schließ die Augen und sehe nur in der Kraft. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe mich verloren. Nirgendwo Hoffnung, überall Lüge. Hilf mir durch die Nacht, gib mir die Kraft, durch die Dunkelheit zu gehen. Halt mich ganz fest, wenn das Gestern mir Angst macht. Und wenn ich gelernt habe, wie man vergisst, sag mir, was Liebe ist. Hilf mir durch die Nacht, gib mir die Kraft, durch die Dunkelheit zu gehen. Halt mich ganz fest, wenn das Gestern mir Angst macht. Und wenn ich gelernt habe, wie man vergisst, zeig mir, was Liebe Und jetzt endlich. Maxim ist manchmal schrecklich unbeherrscht, sogar jetzt noch nicht. So war er schon als Kind. Du wirst sehen, wenn er aus London zurückkommt, ist er wieder der Alte. Ruf mich wieder an. Er kommt froh. Adieu. Was ist nur los mit ihm? Ich kann ihn nicht verstehen. Irgendwas ist geschehen, worüber er nicht spricht. Er wird geliebt wie je. Er hat sein Mandalay. Doch glücklich ist er nicht, obwohl ich meinen Bruder kenn, seh ich doch nicht in ihn hinein. Doch ist er kalt und ungerecht, muss er sehr verzweifelt sein. Als unser Vater starb, hielt er ihm stumm die Hand, und dass er ihn verstand, sagte mir sein Gesicht, und alle wussten gut, was immer Maxim tut. Er hält, was er verspricht. Ehre und Ruf von Mandalay würde er schützen vor Gefahr. Er schwor den Namen und das Haus vor jedem Makel zu bewahren. Und das ist schwer für ihn, oft folgt er blindlings den Gefühlen. Er liebt und hasst ganz unbeherrscht, dann ist er oft sein eigener Feind. Und wer nicht meinen Bruder liebt, bleibt oft mit seinem Schmerz allein. Doch ist er kalt und ungerecht. Dann muss er sehr verzweifelt sein. Sie müssen fort, Lavelle. Man darf sie hier nicht sehen.
Nur keine Panik, Danny. Max ist doch in London, das hast du selbst gesagt. Niemand sieht mich, es sei denn, deine neue Madame spioniert uns nach. Die stört uns nicht, nicht hier. Sie weiß, dies ist Rebekkas Reich. Wo ist das Kästchen mit dem Schmuck geblieben? Es hat doch immer hier gestanden. Hände weg von ihren Sachen. Soll nicht albern, Danny, Rebecca liebte mich. Ich war doch ihr Lieblingscousin. Sie war gewohnt, geliebt zu werden. Die Männer waren verrückt nach ihr, denn sie war mehr als schön. Von ihr ging ein Zauber aus. Die Traum von ihr, geliebt zu werden, träumte fast jeder Mann. Und dabei wussten sie, dass sie keiner haben kann. Doch ich bin ihr verwandt. Ich liebe sie genau wie du. Finde ich es gar nicht gut, dass eine andere ihren Platz einnehmen will. Rebecca liebte mich. Ich war doch ihr Lieblingscousin. Sie war gewohnt, Stand hier geliebt zu werden. Ich war viel Die Männer waren verrückt als ein Cousin. Sie war mehr als schön. Von ihr ging ein Zauber. Wir suchen Danny. Die Traum von ihr, geliebt zu werden. Mir wird es helfen. Fast jeder Mann. Und dabei Es wusste wäre ihnen dass sie Danny. keiner haben kann. Still, still. Pardon, habe ich Sie erschreckt? Ich bitte um Entschuldigung. Alle deine Vorsichtsmaßnahmen waren umsonst, Danny. Die Hausherrin hat gelauscht. Ich hörte Stimmen, Mrs. Danvers. Willst du mich nicht vorstellen? Mr. Jack Ferrell, Madame. Mrs. de Winters Cousin. Guten Tag. Bleiben Sie zum Tee. Ist das nicht reizend? Wirklich, Danny, ich habe große Lust, die Einladung anzunehmen. Na, vielleicht hast du recht. Ich will die kleine Frau ja nicht auf Abwege führen. Es ist wohl besser, ich empfehle mich. Adieu, verehrteste. Wie Sie meinen, Mr. Favell, auf Wiedersehen. Ach, was ich noch sagen wollte. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie meine kleine Stippvisite hier für sich behalten würden. Wissen Sie, Max ist nicht gerade ein Fan von mir. Und wir wollen der guten armen Danny doch keine Schwierigkeiten machen, nicht wahr? Nein, natürlich. Ist schon gut. Haben Sie sich schon entschieden, was Sie auf dem Kostümfest tragen werden? Nein, noch nicht. Mr. de Winter hat keinen Wunsch geäußert. Nein, er überlässt alles mir. Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf. Das Lieblingsgemälde Ihres Gatten. Wirklich? Caroline de Winter. Eine Schwester von Mr. de Winters Großvater. Das wäre eine Möglichkeit. Überraschen Sie. Ich lasse das Bild auf Ihr Zimmer bringen. Die Schneiderin soll es als Vorlage benutzen. Das ist sehr nett von Ihnen, wirklich. Aber es muss unser Geheimnis bleiben. Ertrunken ist sie. Das Rauschen der Brandung. Hören Sie das? Das Meer ruft Ihren Namen. Das ist Ihr Bett und hier, das ist Ihr Nacken. Wunderschön sehen Sie nur, leicht wie ein Windhauch, so seidig, ein schmeichelndes Nichts. Und jede Faser atmet noch heute den Duft Ihrer Haut. Auch wenn Sie
Warum hab ich zurück? Was bin ich
Ich komme wegen des Kostüms. Sie wollten noch eine Einladungsliste haben? Ja, natürlich. Oh, nur eine Adresse. Mrs. Edith Van Harper, Park Avenue, New York. Gut, die Einladung geht noch heute aus. Kann ich sonst noch irgendetwas tun? Nein, danke. Das heißt doch, vor ein paar Tagen war ich unten beim Bootshaus. Dann haben Sie sicher Ben getroffen. Er streucht immer noch unten am Strand herum. Sie brauchen keine Angst zu haben. Und das habe ich gleich gesehen. Aber Maxim war völlig außer sich, als er mich da unten sah. Ich verstehe nicht, warum. Das Bootshaus war Ihr Nest. Das Nest wurde renoviert. Ja. Sie hatte sich da eingerichtet. Manchmal hat sie sogar übernachtet im Bootshaus. In der Bucht steht ein Pool. Da war das Boot festgemacht, mit dem sie umgekommen ist in jener Nacht. Erst 3 Monate später wurde ihre Leiche gefunden. 40 Meilen von hier vor der Küste von Ashton. Maxim musste sie identifizieren. Bitte, erzählen Sie von ihr. War sie wirklich so schön? Ja. Sie war die schönste Frau, die mir je begegnet ist. Das sagen alle. Und charmant, intelligent, geistreich war sie auch. Geben Sie mir nicht ein Nichts in jede Beziehung. Sie sind nur anders, Mrs. de Wint. Es ist nicht Ihre Aufgabe zu sein wie Sie. Sie sollen Maxim und uns helfen, sie zu vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Meine Meinung ist nicht wichtig, doch ich spreche sie offen aus. Was verkehrt ist und was richtig, stellt sich oft erst später heraus. Und wenn eine Frau nur schön ist, doch im Innern kalt und leer, bleibt Fassade, was zu sehen ist, was ein Mann wirklich braucht, ist viel mehr. Ehrlichkeit und Vertrauen, Freundlichkeit und Herzenswärme und die Kraft, nach vorn zu schauen, wenn du dich selber verliebst. Ein Mensch, der da ist, wenn du Fragen stellst und der dich auffängt, wenn du fällst, ist viel mehr wert als alle Schönheit dieser Welt.
Arme Mrs. Van Hopper, wie war die Reise? Fragen Sie nicht, ich bin immer noch seekrank. Darf ich Ihnen einige meiner Gäste vorstellen? Ich bestehe darauf. Wer ist denn der stattliche Mann da drüben. Oberst Julian, Chef der Bezirksverwaltung. Ist er ledig? Verwitwet. Oh, na dann ist das ein Glückstag heute. Hat einer seine Frau begraben, muss er eine neue haben. Und keine könnte besser sein als ich. Und wenn er auch nur Männer wäre, mit Schloss und altem Butler, selbst wenn der King sein Männer wäre, er findet nichts Besseres als er mich. Juhu! Denn sehen Sie an American Woman. Ich weiß, was ich will und will es gleich. Ich bin nicht diskret, ich dachte, dass man mich versteht. Außerdem bin ich alt, ich hab Schnee im Rock und Cola in der Kehle. Und in meiner Seele singt ein Gasrohr. Ich bin vom Kopf bis Fuß amerikanisch. Ja, mein Ansicht zur Flotte. Ich halte ihn Gas für den Marsch. Ich dreh den Arsch. Bitte, Bee, ich bin noch nicht so weit. Warte unten auf mich. Es soll eine Überraschung sein. Was kommst du denn in Platz von hier? Ach, Platz nur. Niemand wird mich erkennen. Maxim hat sich auf den Schock seines Lebens gefasst machen. Sieh zu, dass du fertig wirst. Alle Gäste sind schon da. Sternenstaub im Haar, Märchen oder wahr. Ich seh mich an und kann's kaum glauben. Diese Frau im Spiel